Schwäbische Käsefis. Hallo, heute wird's herzhaft und sehr gerüchig hier in der Küche. Es gibt Käsefis. Ich habe schon alles nachgerichtet. Kommt mit! Wir machen schwäbische Käsefis. Meine allererste Form, die ist über 30 Jahre, habe ich einer ganz lieben Freundin zum Verdanken. Danke Gundis. Seitdem waren immer Käsefis backen. Und mal ein bisschen größere Form. Und in der Zwischenzeit haben wir sogar eine Riesenform. Ein Bigfoot. Ein Bigfoot, jawohl. Du brauchst noch einen schwäbischen Begriff für heute. Was hast du denn? Heute nehmen wir Zote. So, also am Ende löse ich euch auf. Und wie ihr wisst, die Zutaten, die schreibe ich unten in die Beschreibung rein. Nehmt wirklich eine kalte Butter, sei es für den herzhaften oder auch für den süßen Käsemürbeteig, was wir jetzt heute machen. Sonst läuft euch das Gebäck nachher raus, wenn die Butter nicht richtig kalt ist und wird brandig. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen richtig schön die Form beibehalten. Also, kalte Butter rein. Dann, wie es schon sagt, Käsemürbeteig. Unseren Käse. Ich habe heute einen Gouda. Könnt ihr aber auch, wenn ihr es nicht so herzhaft wollt, einen Emmentaler nehmen. Oder einen stinkigen Bergkäse. Zudem brauchen wir jetzt ein Mehl und ein Backpulver. Soll ja auch ein bisschen aufgehen. Eine gute Prise Salz. Ein edelsüßer Paprika. Muss das edelsüß sein, da kann man da einen scharfen noch. Das Scharfe passt nicht so ganz dazu. Okay. Aber Paprikanote darf es haben. Dann, weil wir ja mit dem Eigelb nachher unsere Käsefis bestreichen, lassen wir das Eiweiß nicht verkommen. Das tun wir dann rein. Dementsprechend muss man halt ein bisschen weniger an Sahne rein tun. Das müssen wir jetzt gucken, wie sich der Teig verknetet. Und jetzt verkneten wir erst einmal alles und dann sehen wir, wie viel Sahne. Das ist am Anfang recht trocken. Süß, ja? Ja, bis sich mal alles verbunden hat. Da können wir gleich noch einen Schucker Sahne dazu tun. So langsam verbindet es sich. Jawohl. So ist schon gut. So ist er gut. Jetzt tun wir einmal noch von Hand zusammenkneten. Und dann wickeln wir in Folie ein. Und dann will er kalt gestellt werden. Entweder eine Stunde in der Kühlschrank oder wenn es ganz schnell gehen muss, dann macht er für eine halbe Stunde im Gefrieren rein. Es sollte richtig gut gekühlt sein. Wir verkneten jetzt noch zusammen zu einer Kugel. Ja. Da wird er jetzt eingewickelt. Und darf jetzt in Gefriere oder in der Kühlschrank. Ein gut gekühlter Käsemürbeteig haben wir jetzt. Ich wähle zwischen zwei Folien aus. Ihr könnt es aber auch sehr gut ein bisschen eure Arbeitsplatte bemehlen und dann so, war richtig schön kalt ist er. Schön dünn auswählen. Ist aber fest, oder? Ja, der ist gut gekühlt. So, jetzt haben wir ihn schön dünn ausgewählt. Machen unsere Folie ab und fangen an ausstechen. Das heißt, du musst das deine Waage anwäschen. Nein, ich habe eine Stärke hergerichtet. Dunk meine Form ein, dass auch alle Zehen nachher drauf sind und setze hier an
Eine ganz normale Ausstecherlesform. Und so habe ich nämlich alle Zehen und keiner ist amputiert. Und so setze ich jetzt einen Fuß nach dem anderen auf mein Backblech. Aber vorher dann jetzt gleich noch einen Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Und wir machen weiter mit unseren Käsefüßen. Eintunken, ausstechen. Jetzt komm her. Hey. Das ist doch nett, oder? Ja. Richtig nette Babyfüßler. Mein Rezept ist die Hälfte von der Grundmenge. Ich mache euch die ganze Mengeangabe rein, aber die Hälfte gibt zwischen 40 und 50 Käsefüßler. Und ich glaube, das reicht zum Zeigen. So, aus unseren Restchen, dann wir jetzt nochmal eine Kugel zusammenkneten und dann nochmal auswählen und den Rest ausstechen. Und die Restchen, die können wir auch so legen. Zum Backen. Ja, Eika macht Pause. Mittagsschlaf. Alle unsere Käsefüße haben wir ausgestochen. Dann müssen wir aus der Form, aus den Käsefüßen noch den Käse rauspobeln. Die Form, die kriegt ihr unter Käsefüße mittlerweile im ganzen Internet. Aber ihr könnt auch genauso gut eure Ausstecherlesformen nehmen. Das ist auch ganz nett. Und ich finde es ganz toll, wenn man sowas zum Grillfestle vielleicht mitbringt. Oder auch so nebenher mal zum Snacken oder wenn Besuch da ist, einfach mal was anderes nachstellen. Jetzt müssen wir unsere Käsefüße noch mit Ei, zerklappertem Ei mit ein bisschen Sahne bestreichen. Und dann machen wir ein Topping drauf. Ich habe Kümmel, weißer und schwarzer Sesam. Aber jetzt bestreichen wir. Alle Füßler kriegen den Nagellack drüber. Sommerschliff. Letzte. Jawohl. Und jetzt kommt das Topping drauf. Schwarzer Sesam oder Schwarzkümmel schmeckt auch lecker. Oder ihr lasst es ganz Natur, wer das nicht mag. Backofen ist heiß und jetzt gehen sie für 12 bis 14 Minuten rein. Denn da aber gucken, dass ihr euch zu dunkel wart, sonst verbrennt euch der Käse. Einfach schön hell goldgelb backen. Fertig sind unsere schwäbische Käsefüße. Jetzt schön sind sie waren. Sieht gut aus. Und duftet uns da hinten nach Käse. Wow. Wir sagen dufte. Wer der Käse vielleicht nicht mag, der sagt, hier stinkt's. So, wir sind am Ende. Jetzt lösen wir noch auf. Was haben wir denn für einen schwäbischen Begriff, Kate? Heute haben wir gehört Zoda. Zoda. Zoda sind ungepflegte Haare, lange Haare. Da sagt man auch, ja, ist das Gott, was hat denn der oder du für Zoda? Ganz einfach. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Mich freut es, dass ich euch meine Käsefüße an euch weitergeben kann. Mich freut es über jeden Kommentar, über jeden Daumen hoch und über jedes Abo. In dem Sinne sage ich, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.